willkommen zurück zu einem weiteren fortlaufenden Let's Play auf dem Channel Captive Ape. Schön, dass ihr den Weg zu dieser wunderschönen Show gefunden habt, wo das Herz für Gaming schlägt. Mal gucken, wie lange ich eigentlich noch brauche, bis ich eigentlich ein komplett normales Motto-Satz, so Eröffnungssatz zusammenbekomme. Das ist ja im Grunde aber eigentlich ganz gut. Was haben wir da? Heute ist der 4. November. Es ist 18 Uhr 5, 6. Es ist ein weiterer Donnerstag in diesem wunderschönen Jahr auf der blauen Murmel namens Erde. Falls meine Stimme heute etwas verschnupft klingt, ist es aus demselben Grund. Na hallo, einen Verregneten zurück. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Dann will ich ja gar nicht lange hier drum herum reden. Ich schnapp mir mal einen Schluck Kaffee. Ah, wie wohltuend. Ein Verräter im Krankenhaus. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssen wir unseren Förderer, also den Förderer des Krankenhauses, mit ihr reden. Ich verstehe nicht ganz die Überschrift mit dem Verräter, das ist mir nicht so ganz vertraut gerade. Aber wir werden jetzt nicht direkt zu ihr rennen. Denn die Tür ist ja immer noch auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Tür auf sein soll. Das kann mir keiner erzählen, dass das ein Spielelement hier sein soll. Was soll ich hier machen? Also ich sage, die Tür muss geglitscht sein. Naja. Also wir haben Prio 1. Allererste Prio in unserem Spieldurchlauf ist, diese Pflanze zu gießen. Diesen Eimer Wasser in London zu finden. Ich meine, es ist ja eine Insel, umgeben von Agua. Aber was ich sagen wollte, wir werden jetzt versuchen, mal mit allen Leuten zu reden, die wir bisher noch nicht hatten. Wir schauen uns um, wir nehmen mal Codein mit. Da ist auch noch eine Schublade offen. Noch ein bisschen Codein. Wo ich meine, ohne Code nichts los, ne? Weil wir unterhalten uns dann auch mit den Patienten da unten, die wir letztes Mal ausgelassen haben. Ich habe ja jetzt mal... Habe ich das letzte Mal übersehen oder wurde das erst, weil wir da in den Keller gegangen sind und die ganzen Medizinsachen geholt haben? Weil wir werden ja jetzt anfangen, Aufputschmittel herzustellen, mein lieber Scholli. Ich glaube, wir werden in London da der größte... Wie heißt der Freund? Der Eisenherz. Ach, wie heißt der denn aus Breaking Bad? It's locked. Da bin ich auch gespannt. Wir haben da noch 3 Truhen, meine ich, die noch zugewahren. Genau, hier links rum. The Pain. Ja, versuche mal. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No.
I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Also er ist gesund. Wir wissen eine Sache über ihn. Kann ich etwas für Can I Sie do tun? anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Ärgerlich. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Won't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Den Doktor müssen wir auch noch zur Rede stellen. Wir haben ja das letzte Mal herausgefunden, dass er ja einen Patienten wegen Übermüdung ja sterben lassen hat oder unsauber Why gearbeitet do hat. you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Ja, ich mach mal, die Chirurgie könnte Ihnen helfen. Aber der hat wahrscheinlich sowieso kein Geld. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Oh, schade. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome.
She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Also hat sie wirklich Patienten, oder er hat sich angeboten. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. Goodbye for now, Mr. Elwood. Disgust. I wish I could Every just street go. corner. Daily route. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Ach, die kann ich auch ausfragen. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? Bei dem Wetter muss ich also sagen, ja. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with the fever. Damn. The pain. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Ja, aber das weißt du ja alles gar nicht. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Ich mach mal das. Ich kann das ja nicht ändern. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors.
Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. Disgust on every street corner. I wonder why the Daily Goswicks routine. came here in the first place. I wonder what your last... Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Ach, diese Gläubigen. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Ah, Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. ich hoffe, dass... Oh Mann, das habe ich jetzt total überhaupt nicht gedacht. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Ich hoffe, das klingt nicht allzu schlimm, dass ich da jetzt ein paar Mal den Rotz hochgezogen habe. Wenn ja, entschuldige ich mich und ich werde es allgemein in Zukunft jetzt Goodbye, versuchen, Mr. ein bisschen zu We'll kontrollieren. talk again later. I wonder what your last... Und ja, tut mir leid, dass ich so leise bin wieder, aber ich versuche das alles so ein bisschen... And what of my own life? über den Gebrauch von Knoblauch und Holzfehlen. Ich will darauf aufmerksam können, wirklich Punkt lenken. Ah, ja, okay, das ist... Ah, Schwäche der Vampiren.
So, wo ist denn dieser Arzt? Den pack ich mir jetzt. Da ist er. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been Ach so, informed wieder about neuer. your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Ah, das ist der Welcome Aykroyd-Typ. aboard, I Ah, okay. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Haben Sie ein Problem mit mir? Ja, If you doch. have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree Yeah. with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Sie sollten Ihren Tonfall ändern. Ich werde den bedrohen. You are going to change your tone with me, my dear colleague, and very quickly. I don't think so. Perhaps you think yourself protected by Dr. Swansea, but I am still a free man, and I will speak to you the way I want. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments. Even if I, as any good practitioner should, Ja, der kommt auch in die engere Auswahl, muss ich auch sagen. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Was glaubt der, wie er an seine Wissen gekommen ist? Was haben die Leute davor getan? I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Das ist voll anstrengend, mit ihm zu reden, gell? Der ist voll der blockiert voll mit dem Reden. Ich habe irgendwie das Gefühl, jede Frage, die ich ihm stelle, ist unnötig, weil er wird mir eh nicht sagen, was ich hören möchte. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be Ah, blinding tut mir leid, Rivalry? schon wieder. I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Ich vertraue Ihrem Urteil. Es ist ein konservativer Ansatz. Sie werden für jedwede Folgen gerade stehen. Ja. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Und so wie er reagiert hat, das war das einzigste Gefühl, das wir gerade von ihm eigentlich bekommen haben. Da sage ich dir, er ist mittendrin in diesen Erpressungsgedöns.
I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Wissen ist unsere mächtigste Waffe, hätte ich jetzt genommen, weil das, ja. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you for your time. We'll talk later. Come now, we can handle this. Dann reden wir auch mit diesem Patienten, weil der ist ja der Vater mit den Kindern und was auch immer. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night.
Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. I'm all right. Don't waste your time with me. You always knew the words to calm the children. Die haben mir das von der Erpressung ja erzählt überhaupt. Der eine will nicht reden. Wir werden mal, bevor wir hier weitergehen, warte, das ist die andere, ja, das ist die, lass uns doch mal mit der reden. For how long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Ich glaube, die haben wir das letzte Mal übersprungen. Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. What can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? I've been out of touch since I've come back to die alle irgendwie. Everyday folk don't know how bad it is. Die Frage ist, in welchem Ausmaß und wie schlimm es ist. As long as the war is raging on anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. I'll see you later, Nurse Crane. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. Ja. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together?
I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Ah, also hätten wir der Einbildung, ja. Also die spanische Grippe ist ja eine echte Krankheit, Chris. Also das ist ja geschichtlich korrekt gerade, was wir hier erleben. He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Goodbye, Dr. Strickland. Old Miss Jones. Wer ist diese Old Miss Jones? I cannot enter. You cannot enter. The pain. Ich muss mir kurz die Nase putzen. So, da sind wir wieder. Tut mir leid, Leute. Wenn das für euch zu unerträglich ist, ich meine, ich bin fähig zu spielen, aber wenn ihr sagt, das tue ich mir nicht an, dann müsst ihr mir das sagen. Weil ich habe jetzt nicht vor, hier den Monolog zu halten, den großen. Was ist denn hier los? Hier kommen wir doch her. Wieso habe ich diese... Ja, also ich sage dir, so blind rennen wir doch nicht hier rum, oder? Da, guck. It's locked, all right. Ach so, okay. Das vergebe ich dir jetzt. So, immer noch kein Glas Wasser gefunden. Nee, ich schwöre dir, die Spawnpunkte sind komplett willkürlich. Weil es ist mir letztes Mal schon aufgefallen, nachdem wir gestorben sind, da hatte ich auch das Gefühl, dass wir Dinge zweimal aufgehoben haben.
Siehst du? It's locked. Aha, schon wieder. Okay, alles klar. Da. Jonas, oder wie heißt die Frau? Wir reden doch mal mit der. Don't waste your time with me. Good evening, Doctor. How is my son doing? Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Goodbye, Mrs. Goswick. Können wir dem Sohn eigentlich... Ja, wir können ihm etwas gegen Erschöpfung geben. I'm all right. Don't waste. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Warte, hier finden wir hier Thomas Elwood, Croft, Brangan Tippett, den suchen wir. Also es fehlen noch, also es muss einer von... Nee, es muss eine Miss Jonas sein. Naja. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Ich weiß nicht, wie ich ihm die Dings verabreichen kann. Das letzte Mal, wo wir jemandem etwas gegeben haben, kam die Option unten im Gespräch auf, ihm eine... Kannst du bitte zur Seite gehen? Ich weiß nicht, ob das Papier auf dem Dachtisch, ob man das aufnehmen kann. Mann! Opium. Auf geht's. Such dir eine schöne Ecke und gib ihm. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Jetzt, Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Huh. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then.
Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Ja, ich hätte selber gemacht. I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority. So we can't afford to lose Dr. Tippett. So ist es. Ich werde Dr. Tippets Fehler nicht preisgeben. I've decided that I won't reveal Dr. Tippet's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. Oh Gott, können wir hier Let's Plays machen? Stell dir mal vor, wir können auch verarschen, wir können voll das Arschloch sein. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Soll ich mal kurz hier was gucken? Guck mal, die alle sind ganz normale Tausender Erfahrungspunkte, wie der hier zum Beispiel, der ist gereift. Und der ist auffällig, der kriegt jetzt von mir ein Gegenerschöpfungsserum. Und dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht die 1000 Punkte abschmatzen. Der war doch hier irgendwo hinterm Zelt, oder? Oder hier drin? Ja. Der pisst ja immer noch. Junge! Hey, Doc. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. The black market, though. Now that's where the money is. Wie verabreiche ich ihm die Dosis? I'll leave you for now, Mr. Cox. Kollege, wie kann ich dir Medizin geben?
I'll leave you for now, Mr. Cox. Oder müssen wir die Fähigkeit erst freischalten? Ist es eine Fähigkeit, die wir freischalten? Was? Kreis lange gedrückt halten ist Rennen. Ich glaube, das werde ich mir nie merken können. Oh, hallo! Wer bist du, Neuer? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Warum meinst du, ob ich eine Tastatur im Controller habe? What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Ja, E ist wahrscheinlich X oder bestätigen oder irgend so ein Unsinn. Wie gesagt, das letzte Mal war es eine Option, im Gespräch selbst die Medizin zu übergeben. Lange gedrückt halten. Hey, Doc. I'll leave you for now, Mr. Ach, schon wieder Kreis gedrückt. Hey, Doc. Ach so, scheiße. Hey, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself.
This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons. R1, es ist R1. Also du musst R2 drücken und R1 drücken, um zu bestätigen. So, Behandlung gegen Erschöpfung. Dieser Boy erholt sich. I'll leave you for now, Mr. Cox. So, jetzt gehen wir zu dem anderen, damit der Junge sich besser fühlt noch. Wir stellen den noch mal zur Rede kurz. Wir nehmen das Ding mit. Da hinten die Frau. Ja, okay, die kann ein bisschen warten. Good evening. Die Nacht ist noch Good evening, jung. Doctor. Still trying to save lives. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a So difficult sieht sie aber auch aus. task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, we better talk to Harriet Jones. She's the Jones, oldest rechte, patient. wir haben wieder. Goodbye, Milton. Guck mal da hinten, der Schrank. Ich schwöre dir bei Gott, da war vorhin nicht. Ja, genau, wir wollten ja noch zu dem Boy. Ja. Kann ich dem eigentlich auch? Ne, der ist gesund. Der hat nur Schmerzen. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me. Ja, das war ja mal ein Griff in den Ofen. I will not let you down, my boy. Boy. So, dann wollen wir mal zu diesem Y gehen. Oder was haben wir denn?
Gibt es hier sowas wie ein Questlog? Oder haben die einfach nichts anderes zu tun, außer zu ihr zu gehen? Okay, das hätte ich wirklich übersehen können. Ein neuer Charakter. Took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss.
I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Der kann sich sein Zeug sonst wo hinstecken. Hier liegt ja genug rum. Was will denn der eigentlich an Leute verkaufen? Ja, kein Wunder. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Ja, bitte beruhigen Sie Please sich. calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can?
No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, Nurse Hawkins. Ich finde das genau gerade das Interessante, diese Erkundung und das Kennenlernen von den Leuten, und das entwickelt sich ja noch. Das ist erst die kleine erste Stage. Wo ist diese Schwester? Da ist diese Schwester. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Dankeschön, Chris, zum einen. Have you Und seen zum a anderen, strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. oh, okay. Goodbye, Nurse. Ich hatte gedacht, die hat jetzt einen längeren Text. Ich wollte gerade mal den Controller aus der Hand legen. Ja, ich muss auch sagen, es ist ein sehr interessantes Spiel. Aber meine Überlegung ist auch so, wenn das jetzt die ganze Zeit so geht, dann ist es ja auch nicht unbedingt interessant. Ich meine, für einen Spieler ja, aber für einen Zuschauer, meh. Und ich meine, es gibt ja noch ein paar andere Spiele zur Auswahl. Wo ist die andere Schwester? Wo sind die alle hin? Und wir können ja nächste Woche einfach mal ein neues probieren. Wie Spaghetti, Mann. Wir werfen sie gegen die Wand und mal gucken, was hängen bleibt. Oh, ich muss niesen. It's locked, all right. So many deaths. And what of my own life? You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back So to is it. Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess.
Naja, und weißt du, kaum sagt man ein Wort, schon, ne? Weil hier weiß man, dass diese Snagger oder wie die heißen da, Skanks, das klingt aber nicht freundlich. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Okay. Was haben wir denn? Okay, bleiben wir dabei. Nix da, du Haus. So. Eine gewöhnliche. Oh oh. Ach so. Die haben sich das ja auch relativ einfach gemacht mit dem Teleport. Ach, hier komm her. Klar. 7. Hast du den gesehen? Da müssen wir ein bisschen geschmeidiger, einfach nur jetzt Viereck zu hauen. Sieht dementsprechend aus, aber ist nicht unbedingt effektiv. Weißt du, kaum kommt es mal zur Action. Der zweite Gegner, oder was war? Ja, zweite Gegner. Klack. Wo kommst du denn her? Oh wow. Ach, das hat er. So, schnitzel den auch mal nieder. I can't believe I'm doing this. Was hat er jetzt ein Problem damit? This is despicable.
mal kurz die Nase putzen. Meine Güte, geht mir das auf den Sack. Ne, wir bleiben schön hier oben, alles gut. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier, machen den platt. Ach so. Scheiße, Mann, meine Ausdauer schon wieder. Ach, und das war sogar der... Ja, der hat schon hart zugehauen. Das war gar nicht so gut. Aber Schaden zu nehmen in dem Spiel ist ja quasi... Papalapap. Hat da was verteidigt da hinten? Da wollten die uns nur zeigen, dass er da durchgezerrt wurde. Wir gehen da hoch, weil wir müssen ja runter, also muss es da oben, ja, theoretisch so einen großen Loot-Stash geben. U8 und? Wie machen wir die jetzt? So, das haben wir recht gut hingekriegt. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. So, der will das Ganze noch ein bisschen auf sich wirken lassen.
I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Ja, ja. What sort of creature is this? Also jetzt bin ich Werwölfe in Vampyr. Wir sind doch nicht hier bei Underworld. Obwohl ich gegen weibliche Gesellschaft nichts hätte. Ja, was hat er für ein Problem gehabt? 9? What sort of creature is this? Oh, scheiße. Ich will parieren. Also guck mal, ich kann nicht mal rollen. Ich kann nicht mal meine Knie knicken, damit ich in Deckung gehen kann oder irgend so etwas. Also ich stehe einfach da und lasse die Schläge auf mich wirken. Also aus dem Grund werde ich jetzt versuchen, mit dieser Waffe und Dreieck diesen Menschen niederzubrechen und ihn auszusaugen, wie ein Stück Fleisch. Wie ein Stück Fleisch. Komm! What sort of creature is this? Ah, da hast du es, da hast du was. Na, hat dir das geschmeckt? Ich glaube, wir sollten vielleicht, wir müssen mal gucken, das müssen wir hinkriegen. Einfach fertig aus, buppadi, bappadi, bippadi. Wir sind ein bisschen schwach auf der Brust, 5. Aber das soll uns ja nicht abhalten, einen Lykianer platt zu machen. Es wurde gar nicht etabliert, damit Vollmond ist oder irgend so etwas Ähnliches. What sort of creature is this? Oh Mann, ey. Oh, Scheiße. Also das mit der Ausdauer, muss ich sagen, ist ein bisschen ärgerlich. Wir müssen da besser drauf achten. Weil wenn man sie komplett leer macht, ist mir gerade aufgefallen, dann dauert es länger, bis sie sich wieder auffüllt. Also wir müssen da ein bisschen, also Ausdauer ist eigentlich das größte. What sort of creature is this? Ah, schon wieder.
Nein, ich habe keine... Ach, Mann, ey. Ich habe leider das letzte Wort nicht lesen können. Bei dir ist so langsam was? Ach bitte, als ob du jetzt mit Spoilern Probleme hast. Und als ob du jemals zu diesem Spiel kommen wirst. Aber alles gut, alles gut. What sort of creature is this? Okay, okay. Pass mal auf. Pass mal auf. So, hau mich zu, hau zu. Also ich bin intrigued. Erstmal, warum ich gebissen wurde. Ich habe doch auch ein dunkles Geheimnis. What sort of creature is this? Na? Bin ich zu weit? Ah! Bin ich zu weit entfernt, dass der mich da nicht treffen kann? Oder What sort of creature is this? Ey, du musst doch einfach nur abrollen. Einfach nur auf den Boden gehen. Ah, es gibt ja, das muss man ja freischalten. Deswegen, wir sind ja ein Lappen mit Level 5. Später kriegen wir ja diese Teleporter und die Scheiße, damit man den Gegner dann am Boden festkrallen kann und so ein Scheißdreck. Ja. Das ist es. What sort of creature is this? Oh, nicht zweimal schießen. Ach, Junge. Oh, Scheiße.
Wenn Vampire kämpfen. Ach, der hält sich auch. Willst du mich verarschen, Spiel? Willst du mich verarschen, Spiel? Oder heile ich ihn, wenn ich ihm Blut abnehme? Was bedeutet eigentlich das Symbol, das er eigentlich da über seinem Kopf hat? Dieses Blutsymbol. Vielleicht muss ich ja nicht verbrennen oder ein Kruzifix schlucken lassen oder irgend so ein Unsinn. Ja, es gibt ja hier kein Bestiarium. Creature is this? Ja. Also, ich darf hier nicht aussaugen. Also müssen wir jetzt einen Wirbelwind an. Aber dieses Parieren mit der Zweihandwaffe ist praktisch. Das definitiv beibehalten. Komm her! Stell dich deinem Bein! Creature is this? Alles kostet Ausdauer. Rennen, schlagen, parieren. Ich will doch einfach nur zu Hause. Und damit erzeugt das Spiel schon wieder eine ganz eigene, weil wenn man sich aufwertet, muss ein Tag verstreichen. Also wenn wir jetzt quasi auf Level 8 gehen wollen. Ja. Jetzt haben wir uns den Schwierigkeitsgrad selber nach oben getrieben. What sort of creature is this? Ja, das heißt es. Aber wir brauchen ja auch das Blut. Mich würde es wirklich interessieren. Aber das können wir jetzt ja nicht testen. Das können wir jetzt leider nicht testen. Jetzt ist es Lernen und Sterben. Sterben und Lernen, Lernen und Sterben. Das ist ein Zyklus im Farbenspiel des Willens. In diesem Fall ist es grau. So. Komm her, mein kleiner, haariger Freund. Level 9. What sort of creature is this? Voll im Softlock drin.
Oh. Ich muss mir das merken, ihn nicht auszusaugen. Das ist aber eine sehr interessante Taktik und die werden wir beibehalten. Wir dürfen X eigentlich nicht mehr berühren. Wenn wir X berühren, machen wir uns nur selber Schaden. Ich habe mir jetzt schon zweimal Energie voll aufgefüllt. Und ich habe es beim zweiten Mal immer noch nicht gelernt. Also ich bin ich hätte einen Knopf auf dem Bildschirm. Ich drücke ihn am besten mal. What sort of creature is this? Man soll doch nicht X drücken. So, den machen wir jetzt so platt. Ich mache ihn jetzt so platt, eiskalt. Es ist auf alles, all meine Gaming-Jahre, die ich mit Knöpfen, Kombos und um mir den harten Gaming-Stoff beizubringen, haben auf diesen einen Punkt hingeführt, um einen Animationsfehler zu finden und ihn so zu exploiten. Nein! Ja, jetzt haut er halt drauf, ne? Aber okay, es ist eine Art. Wir werden das ein bisschen öfters machen. Vielleicht sollten wir erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. So, alles fängt oben an. What sort of creature is this? Ich verstehe nicht, wie er sich die ganze Zeit seine scheiß Energie auffüllt, Mann. Immer wenn er angreift, muss ich am besten ihn stunnen. Ja, nur so kriege ich ihn platt. Nur so kriege ich ihn platt. Ich muss voll auf mich einwirken lassen. Ich weiß nicht, was diese... Die Gegenstände, die ich aufbrauche, bleiben die aufgebraucht oder kann ich die nochmal benutzen, wenn die... What sort of creature is this? Ich hoffe, der steigt nicht Level auf, wenn er uns immer wieder besiegt.
sort of creature is this? Mann, ey, die Ausdauer, Alter. Also es gibt nur, aber Energie bringt uns nichts, wenn wir mehr Lebensenergie haben. Also das ist irgendwie total irrelevant. Weil wir kriegen es immer wieder ab. Ja, was heißt irrelevant? 2 bringen nichts. 99 würden nicht was bringen. What sort of creature is this? Ist es wieder so weiter? Ist es wieder so weit? Wie löst man denn dieses Problemchen? Was bedeutet die Bluttropfen? Gibt es überhaupt sowas wie ein Bestiarium? What sort of creature is this? Macht der Knüppel mehr Schaden? Der haut das Biest ja direkt um. Okay. Es ist alles sehr knapp, aber es könnte klappen. Da liegt es am Knüppel. Schocken 15? Ja. Ah. What sort of creature is this? Ich darf nicht sofort draufhauen, ey.
meine Ausdauermanagement ist katastrophal. Ich könnte ausrasten. Und mein Ausdauermanagement, ich finde ja ganz neue Aspekte über dieses Spiel heraus. Ist ja bemerkenswert. What sort of creature is this? Ist das ein nerviger Boss? Vor allem, wenn man so steif ist wie ein Besen, ey. Ist ja unglaublich. What sort of creature is this? Natürlich. Ich depp. Also, keine Spritzen benutzen. Es sei denn, es geht um den letzten Schlag oder so etwas. Aber die kommen nicht wieder, die sind für immer weg. What sort of creature is this? Alter, jetzt benimm dich doch mal. Warum du jetzt ausgeholt hast, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, ich kann ihn noch nicht mal Auto anvisieren. Ich meine, ich kann ja noch nicht mal meinen Vampir-Sinn benutzen. What sort of creature is this? Ach Mann, ey!
Das ist doch unfucking glaublich. Also er springt auch zurück, okay, also er ist darauf ausgelegt, dass wir diese Waffe haben werden, offensichtlich. Also sag ich mal, die Entwickler haben mitgedacht. Also man muss wirklich jeden Knopf, hier drückt man bewusst Knöpfe, das ist kein Smashing. What sort of creature is this? Und das Parieren verstehe ich nicht. Na, falsche Richtung. Unglaublich. Aber machbar. Machbar, nur sehr. Also das muss ein perfekter Lauf. Und die Ladezeiten, also wenn die Ladezeiten auf der PlayStation 5 so lange sind, okay, was heißt so lange, aber um dieselbe Stage zu laden zumindest, will ich nicht wissen, wie lange man auf der PlayStation 4 wartet. Also mein lieber Scholli, so, komm her. Mano a mano, tutto a frutto. What sort of creature is this? Ey, es geht um Leben und Tod. Willst du nicht mal um dein Leben schwingen, Arschloch? So, das muss jetzt sitzen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das muss jetzt muss die Bertha. Jetzt muss das Rechteckige ins Runde und sonst nichts. What sort of creature is this? Ey, bitte hau zu. Hau einfach zu. Hau doch. Teleportiert er. Nein!
am Anfang, wir machen das mal am Anfang anders. Wir füllen uns unser Blut auf. Weil wir kriegen das am Anfang relativ gut gehandelt, bis er nicht anfängt so ein bisschen auszurasten und ein Absaugen ja quasi das Leben wieder auffüllt. Was auch immer. Und wir ihn jetzt mit dieser Waffe ja recht einfach betäuben können. What sort of creature is this? Oh. Ein letzter Schlag. Ein letzter Schlag. Ja, okay. Also, es ist nicht alles klar. Wir können ihn locker aussaugen, wie wir wollen. Ich glaube, das rote Blutsymbol bedeutet einfach nur, wir können ihn nicht zum Bluten bringen, vielleicht. Oh, entschuldigt mich. Also wir sind ja Neugeborene, also wir dürfen ja ein bisschen hier... Ach Quatsch. Ach, so eine Scheiße. Okay. Mann!
ich bin sogar unten. Ah, das hätte so gut sein können. So. Er kann ja doch kämpfen. Here's what's left of him. Not a lot to check. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Also das mit der Ausdauer ist ja katastrophal. Alles Ausdauer. Wir gehen jetzt nur noch auf Ausdauer. Ich will nie wieder einen Atemzug nehmen können, nachdem ich einmal eingeatmet habe. Den Gründe haben die auch, ehrlich gesagt. Ja. This is despicable. I have this thirst for blood.
Ja, diese Schockwaffe ist ja quasi wie vom Himmel gekommen. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. So, da haben wir euch mal spontan. Ich wusste gar nicht, ich habe gedacht, wir müssen erstmal in den Unterschlupf. Ich will in den Süden. Ja. Kann ich hier hin? Easy does it, boys. We can deal with this vermin. He's dead. Ich verstehe. Oh Gott, alles voller Leichen, ey. Das ist voll super einladend. Ja, ich möchte genau dahin. Wieder zurück zur... Ja, genau, in den Pub. Ich möchte zurück in den Pub. Aber ich will mir auch hier mal ein bisschen die Sehenswürdigkeit anschauen, soweit mich das Spiel lässt. Kriegen wir sogar auch hin. Jetzt, wo wir wissen, wie wir kämpfen, oder was heißt, wie wir kämpfen, aber wie wir uns einigermaßen zur Wehr setzen können, ist das eigentlich eine sehr angenehme Geschichte.
Oh Mann! Mann, du darfst mich einfach nicht hauen. Du darfst mich einfach nicht hauen. Ah! Nein! Geh doch! Nein!
Ich war ja die ganze Zeit. Mein Mikro war aus. Was ist hier los? Ich bin die ganze Zeit mit mir selbst. So ein Unsinn habe ich eigentlich vorhin gesagt. Und ich habe gesagt, ich werde diese Kamera jetzt auslassen. Ach, Unsinn. Ah! Oh Mann, ey, jetzt hat ich keine Ausdauer gehabt, ey. Mann, hör auf! Ach Mann! Ist das ein nerviger Gegner? Aber es wäre nur halb so nervig, der Gegner. Wenn, also ich muss sagen, die Steuerung ist ein bisschen... Die Steuerung, ein bisschen die Geometrie. Also ich weiß nicht. Zumindest sammeln wir Erfahrungspunkte. Wenn das was zählt. Bei 60 Versuchen hat man auch 300 Punkte zusammen, ne?
Ach! Verpiss dich! Ah! Ah! Ausdauer. Ich habe nur ein Wort. Ausdauer. Wir gehen jetzt so hart auf Ausdauer, wenn wir das nächste Mal upgraden, dass, wie gesagt, ich will einmal Luft holen und für immer unter Wasser bleiben können. All meine Punkte werde ich in Ausdauer, alles was wir hier an Tod zusammengesammelt haben, werde ich alles in Ausdauer reintun. Nein! Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. So, wo war das Problem die ganze Zeit eigentlich?
Ja, das war eine sehr gute Combo. Combo, Taktik, Takt, Takt, Combo. Also einer ist ja okay, aber ja, Vampire kämpfen so bestimmt aus einer Kombination aus Beißen, Kratzen. This is Braille. I need someone who can read this. What are you people, huh? Get the fuck out, you crazy bastards! You won't get me here! Ooh. Ooh. Oh, habt ihr gesehen, wie stark das ist? 19, Hey, traue ich mich gerade in die falsche Richtung? Was mache ich da gerade was falsch?
medical hall, sir. Ich kann nicht sagen, wie das hier mit dem Loot funktioniert, aber es ist ja nicht so, damit wir wenig von dem Zeug bekommen. Also von daher... Oh. Ich hoffe, dass er mir irgendwo einen Checkpoint speichert oder irgendetwas, damit ich das Ganze nicht nochmal machen muss. To every night, a darkness,
and every dawn another death. Hier kommen wir her, gell? Und mir kann keiner erzählen, dass wir hier nicht schon mal waren. Best stay back, sir. Get their weapons ready! We found one! Over there! Dead! Them vermin! Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt kommt so der Punkt vom Spiel, wo man sich jetzt so ein bisschen umgucken kann. Jetzt kann man
Ja, jetzt kommen wir zu unserem Unterschlupf. Kann man eigentlich von Unterschlupf zu Unterschlupf schnell reisen? Das sieht so einladend aus, hier so viel aufnehmen zu können. Aber im Grunde ist es nichts, ne? I'll send you back in the fucking grave! It's one of them! Look over there! There's one of them vermin! Oh, ein Gießereischlüssel. Was kann man mit dem? Gibt es hier ein... Please, sir. Can't let you through. Die, vermin!
Crush the leech, boys! Christ! He's dead! Ja, ich gehe jetzt ganz einmal zum Anfang zurück. Zumindest soweit er mich lässt. Ich glaube, hier ist oben ist Zwischensequenz. Hier sind wir runtergefallen und ja. Und schon interessant, wir haben so viele Sachen gefunden, aber nicht eine Waffe. Ich hätte gerne schon eine Waffe gehabt. So, wollen wir kurz mal austreten. Also, ich weiß ja nicht, aber ich überlege mir gerade so ein bisschen, noch ein bisschen zu machen. Ich weiß nicht wie lange, um präzise zu sein, aber etwas länger. Dann zack oder zwei. Ich will zurück in die Kneipe. Der Weg scheint ja quasi nicht zurückverfolgbar zu sein. Das ist immer noch die Route, die ich versuche hier vor mir. Ach, ich versuche immer jetzt schnell zu laufen mit L3. Dabei ist es Kreis gedrückt halten.
Geh mal hier rein. Ich will mal gucken, wie viele Gegenstände und was für Gegenstände. Kann ich meine Waffe aufwerten? Das wäre ja geil. Wenn man den Knüppel. Kann man hier drin überhaupt Waffen aufwerten? It's locked, all right. Gott weiß, ob wir den Schlüssel finden werden für den Safe da oben. Wenn man so etwas in Spiele wie Safes reinbringt, dann lasst der Spieler auch. Wenn er die Geduld und Zeit aufbringen will, dann soll er ihn auch bekommen. Weißt du? It's locked. This is despicable. Ein Trockendock oder wie das heißt. Hier etwas. Verbergen sich hier Schätze. Machen wir hier eine Runde und dann suchen wir aber definitiv die Bar auf. War schon bestimmt eine schlimme Zeit. Ich war schon eine schlimme Zeit. Wir sind ja viel zu verwöhnt.
Oder liegt meine Schwester noch da, oder was? Ich habe gedacht, die eine Kiste schimmert da unten. Aber sie wollen nicht, dass man über Leichen geht. Was ja vollkommen okay ist. Und auf der anderen Seite hier. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Ja. So weiter und so fort. Ich krieg langsam, ich bekomme langsam das Gefühl, dass ich nicht, ich weiß, einige haben das schon, aber ich kann mich langsam zurechtfinden. Will ich mal behaupten.
Das verursacht Schaden um 10% erhöht. Ah, 6 Griffe brauchen wir. Ach, und der andere Junge hat Migräne. Vielleicht war das gar nicht mal so schlau, was wir gerade gemacht haben. Aber sei es drum, wir werden doch nicht speichern. Wie gesagt, ich bestelle zur Kneipe. Warte, was? Wie komme ich da wieder hin? Jetzt komme ich doch wieder zur Eisenfabrik zurück. Eine spontane Eingebung.
Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions, or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just wanted to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Goodbye, Mr. Fishburne. Keeping things straight, these parts will be running completely amok. Wo war nochmal? Ich will den alten Mann retten, weil jetzt haben wir definitiv einen Checkpoint. Will ich mal einfach ganz blöd behaupten. Okay, ich verstehe. Ich verstehe ja auch jetzt, glaube ich, den Levelaufbau. Hey, das dauert alles seine Zeit. Der eine macht schneller, der andere langsamer. Ja, die halten ein bisschen was aus. Gut, dass wir unsere Waffe aufgewertet haben, zum einen. Zum anderen ist es richtig beschissen, dass es 3 sind. Wo wirft das mich raus? Echt Spiel.
Also, nee. Mal ganz unter uns, nein. So nicht. Also, wir dürfen nicht zurückrennen, denn wenn wir zurückrennen, kommen noch mehr. Es sei denn, wir machen die dann zuerst platt. Aber das ist nicht so in meinem Interesse. Deswegen, wir werden ihn einfach mano a mano. Wow. Mann. Schon wieder in die falsche Richtung. Keine Ahnung, ich raff nicht, warum es mich da rausführt. Das ist ein komischer Checkpoint. Also links rum, die töten. Ach Gottchen, Gott. Da wollte man sich noch eine einfache Aufgabe für mehr oder weniger das Ende suchen. Naja, die Aufgabe ist auch einfacher. Also es will ja mal nicht so jetzt sein.
Oh Mann! Get the fuck out, you crazy bastard! Nein, nein! Oh Mann! Okay. Ach Gott. Es darf doch nicht so schwer sein. Meine ich. Man meint es nur. Man weiß es nicht. Ich versuche es aber. Wieso kommen da auf einmal 5 Stück angerannt? Oh Mann! Irgendwie habe ich gar keinen Bock auf die
Aber wenn ich jetzt weggehe, dann stirbt er ja über Nacht. Also deswegen, wir müssen jetzt zusehen. You won't get me here! Get out! Ach, so eine Scheiße, Mann. 2 Schläge, 2 Schläge. Ich schwöre bei Gott, ey. Einmal ausgewichen und ich bin tot. Ich versuch's mit der Waffe. Wir werden jetzt an den 5 Leuten mal mit einer Schusswaffe üben. Und ich rede vom Revolver, nicht von der Schrotflinte. Vielleicht gehen wir sogar zurück und reparieren oder... Oh, warte, hier dürfte doch ein Unterschlupf sein. Wir üben erst. Ich meine, wir werden wahrscheinlich eh sterben. Gute Einstellung. Ah, ich auch, Mann. Oh, ja. Ey, ich schwöre. Du und dieses verfluchte Konzepte, Spielkonzepte aus der Hölle. Also, ich weiß ja nicht. Aber wir sind auch sehr stark unterlevelt, also hart unterlevelt. Ich glaube, das ist noch nicht mal ein Begriff.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir müssen die zuerst töten, egal was kommt, egal wie es kommt. Oh. Ah. Jetzt mach doch hin, Alter. Oh Gott. Hat nur nach mir geschnappt, gell? Nur nach mir geschnappt. Ach ja. Schön. Schön, schön. Ich wüsste ja gar nicht, was ich machen würde, wenn ich das nicht tun würde. Oh, das ist so die nervigste Attacke, Mann. Mann, Mann. Ich kann jetzt einen Fortschritt, was auch immer das bedeutet, ja jetzt gar nicht speichern. Ich weiß gar nicht, was ich alles mitnehme, wenn ich sterbe.
Nein! Ah! Nein, ich hasse doch. Oh! Ja!
here. Get out! What are you people, Get the fuck out, you crazy bastard! Come on, and I will show you how a Oh Gott, das ist so eine Erleichterung gerade. So eine Erleichterung. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Jetzt besuchen wir das Haus, dann gehen wir unsere Fertigkeiten aufwerten. Und dann schauen wir mal weiter. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Hier ist nicht nur ein Typ, sondern ein... Ich finde es auch gut, dass die Quests schon verteilt sind. Also ich muss jetzt keine Quest aktivieren, zumindest kommt es mir so vor, damit sie in der Welt verfügbar ist, sondern ich kann diese Quests auch so auffinden, weil ja alle Personen... Ja, das zählt schon, gell? Ja. Aber ich glaube, mit 4000 Erfahrungspunkten kann man schon einiges anstellen. Die sehen wirklich alle so aus, als ob sie zu allen Missetaten bereit sind. Tut mir leid.
Ach, Quatsch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So eine Scheiße. Man kann sich nur für eins entscheiden, ne? So ein Unsinn. Ja, so ein Unsinn. Jetzt versuche ich mal was. Wenn ich es rückgängig machen kann, mache ich es rückgängig, gell? Der nächste Tropfen kommt angerollt. Nein. Schade. Schade, schade. Ach, die Ausdauer können wir ja gar nicht. Sprung. Du führst eine übernatürliche Bewegung Richtung deines Ziels aus und verursachst Schaden bei der Landung. Okay, das haben wir. Was ist das? Umschaltbar. Du verbrauchst Ausdauer, um den Schatten zu verschwinden. Das verstehe ich nicht so ganz.
Aber da ist ja sowieso früher oder später freigeschaltet werden muss. Damit können wir dann ein bisschen spielen und gucken, was wir so hinkriegen. Schade. Oh. Du konzentrierst deine Kraft, um Blut deines Ziels zu kochen. Okay. Machen wir lieber das. Das kann uns, glaube ich, mehr helfen. So. In jeder Nacht beeinflusst deine Taten deren Konsequenzen. Achso, den haben wir gar nicht kennengelernt. Von dem wurde es nur erzählt. Dagegen haben wir noch nichts, gegen Kopfschmerzen haben wir noch nichts gelernt. Sehr interessant. Aber an dieser Stelle unterbrechen wir jetzt auch. Das gibt es ja gar nicht. Ich stehe ein bisschen im Zwiespalt, weil gerade eben habe ich das Gefühl, hat das Spiel aufgemacht quasi, wie ein Schmetterling seine Flügel. Aus dem Grund behaupte ich mal, ich gebe dem Spiel noch eine Woche. Weil es wirkt sehr interessant.
Aber ich möchte gar nicht lange jetzt mich verabschieden. Eine gute Nacht. Dankeschön fürs Zusehen, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ihr seid die Helden. Und liebe Grüße, ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Wascht euch die Hände. Bis dann.